A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ich will, dass du dir vorstellst, du stündest inmitten einer riesigen Menschenmasse und plötzlich käme dort Unruhe auf. Du verstehst nicht warum, aber du siehst in der Ferne, wie die Menschen auseinandergehen. Und dann nimmst du einen üblen, stechenden, penetrierenden Gestank wahr, der ist so übel, dass er bei dir den Brechreiz auslöst und dir schwindlig davon wird. In der Ferne siehst du mittlerweile eine Person, die auf dich zugeht. Und du siehst, dass die Menschen sich von ihr entfernen mit geschockten Gesichtern, mit angewiderten Gesichtern. Und die Person geht gerade auf dich zu. Jetzt kannst du erkennen, dass es eine alte, hässliche Frau ist. Und zudem ruft sie auch noch deinen Namen und du verstehst die Welt nicht mehr. Oh mein Gott, sie kommt tatsächlich auf dich zu und sie schreit laut: Ey, mein Geliebter, erkennst du mich nicht mehr? Hier bin ich, du hast mich doch so begehrt, weißt du nicht mehr unsere Tage? Und du weißt nicht mehr, was passiert. Du willst ihr aus dem Weg gehen, aber sie kommt auf dich zu und sie lässt nicht mehr locker und sagt immer wieder laut: Kennst du mich denn nicht mehr? Du hast mich doch begehrt. Wer ist diese Stalkerin? Am Tag der Versammlung wirst du genauso eine Stalkerin haben und sie wird hässlich sein, so hässlich, wie du es dir niemals vorstellen kannst. Und sie wird dir folgen und du wirst fragen: Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und sie sagt: Wie, erkennst du mich nicht? Du hast mich doch begehrt, du wolltest mich doch und jetzt laufe ich dir hinterher. Alle Menschen werden das mitbekommen und du willst ausweichen, weggehen, doch sie klebt förmlich an dir. Und du fragst: Wer bist du? Wer bist du? Dann sagt sie dir: Ich bin die Dunya, die du so liebtest, die du so begehrt hast und für die du so viel geopfert hast. Kennst du mich denn nicht mehr? An diesem Tag werden alle Menschen diese Bloßstellung mitbekommen, am Tag, an dem es kein Versteck gibt, außer bei Allah. Eines Tages, an einem offenen Kolloquium während meiner Studienzeit im Jemen, ergriff ein Mann plötzlich das Wort und erzählte eine sonderbare Geschichte über die Schöpfung. Aber eines davon ist mir geblieben. Als Allah subhanahu wa ta'ala die Dunya erschuf, soll er ihr die Frage gestellt haben: O Dunya, wozu wurdest du erschaffen? So soll die Dunya geantwortet haben: Ich wurde erschaffen, um den Menschen eine vergängliche Wohnstätte und eine Prüfung zu sein. So soll weiter gefragt worden sein: Und wo nistest du dich beim Menschen am liebsten ein? Und so soll die Dunya geantwortet haben: Ich niste mich am liebsten im Herzen der Menschen ein. So wurde erstaunt gefragt: Aber dort wohnt doch schon der Iman. So lachte die Dunya und sagte: Wenn ich komme, dann geht der Iman. Und auch wenn diese Geschichte ein bisschen überrissen sein mag, so birgt sich in ihr eine gewisse Wahrheit. Denn wenn die Dunya plötzlich zum Ziel aller Ziele für dich wird, wenn sie in dein Herz eingeschlossen ist, dann macht sie dich schwach. Dann wird sie zum Maßstab deines Erfolgs und plötzlich ertappst du dich, wie du Ähnlichkeiten aufweist, wie jene, die Allah in den folgenden Worten beschreibt. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Wenn es gut verläuft, dann ist er dadurch beruhigt. Und wenn ihn eine Versuchung trifft, dann kehrt er sich ab. Und er verliert dabei das Dies und das Jenseits. Das ist der wirkliche Verlust. Ihr Maßstab ist nicht mehr der Dien, sondern ihre eigenen Interessen. Treffen die beiden sich, sind sie gute Muslime, doch klaffen sie auseinander, lassen sie den Dien liegen und kümmern sich nur noch um ihre eigenen, weltlichen, egozentrischen Interessen. Dabei sind diese Interessen doch von so geringem Wert. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Das irdische Leben ist doch nur Zerstreuung und vergängliches Spiel. Das nächste Leben im Jenseits,
Das ist das wahre Leben, wenn sie nur wüssten. Und so lernt uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dass der Wert dieser Dunya bei Allah den Wert eines Mückenflügels nicht übersteigt. Und würde er diesen Wert übersteigen, dann bekäme kein Ungläubiger auch nur ein einziges Glas Wasser davon. Bist du gut in Mathe? Dann rechne mit mir jetzt die folgende Rechnung. Das Diesseits ist zeitlich begrenzt, mathematisch also gleichzusetzen mit einer x-beliebigen bestimmten Zahl. Das Jenseits aber ist unbegrenzt, größer als jede Zahl, unendlich. Rechne jetzt also die definierte Zahl durch unendlich und du hast den Wert der Dunya, nämlich 0. Wenn du also für den Wert eines Mückenflügels deine Überzeugung, deinen Dien aufgibst, die Unendlichkeit mit der Endlichkeit eintauschst, dann machst du eine Nullrechnung. Denk darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.